Ah, Mann, hey. Verdammt noch einmal, hey. Und jetzt haben wir endlich alle Teile zusammen. Und wieder einmal heiße ich alle YouTube-Freunde ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zum zweiten von insgesamt 4 Videos über den Bau dieser Vitrine. Schön, dass ihr dieses Video angeklickt habt. In der heutigen Folge zeige ich euch primär, wie ich diese ganzen Stirnkanten furniert habe, also wie ich hier dieses Furnier aufgebracht habe und ja, was ihr dabei beachten müsst, wenn ihr dann die Überstände von dem Furnier, das seht ihr dann gleich, was ihr dabei beachten müsst, wenn ihr die entfernen wollt. Und keine Angst, heute gibt es jetzt am Anfang nicht einen riesen Gelaber, wieder wie das letzte Mal, sondern wir legen jetzt gleich los. Ich wünsche euch viel Spaß. Deshalb werde ich mir jetzt hier erstmal lauter schmale Streifen schneiden. Natürlich, wenn ich mir das angucke, 9 auf 9 ist 18. Ich werde da jetzt so 22 mm breite Birkenstreifen runterschneiden. Wie ich das mache, zeige ich euch gleich. Und zwar verwende ich da wieder meine Bosch Führungsschienen. Ich muss sagen, die Teile sind echt wirklich total klasse. Ja, da kann man so viel mitmachen. Und vor allem auch jederzeit anlängen mit diesem Verlängerungsteil. Es ist einfach genial gemacht, das Teil. So, und hier habe ich mir jetzt einfach mal so das angelegt hier. Und jetzt gehe ich einfach mit dem Cuttermesser her. Und zwar nehme ich aber hier direkt die Aluminiumseite, nicht die Kante hier mit dem Gummi dran. Das wäre blöd, weil da würde ich mir wahrscheinlich eher in den Gummi reinschneiden. Sondern ich nehme hier diese Seite direkt hier. Und jetzt fahre ich einfach hier mit dem Cuttermesser entlang. Im ersten Versuch habe ich noch gedacht, naja, ich müsste diese 0,6 mm Furnier, könnte ich nicht auf einmal durchschneiden, sondern müsste es auf mehreren Etappen, also mehrmals mit dem Cuttermesser drüber gehen. Ja, das Ergebnis werdet ihr jetzt gleich sehen. Oh. Ist sowas von verschoben, hä? Das ist aber jetzt scheiße. So, also der erste Streifen ist mal kaputt. Also sagen wir mal so, der erste Versuch ist schon mal daneben gegangen. Denn das Ganze hat sich beim Schneiden verschoben. Der zweite Versuch lief dann schon wesentlich besser. Hier habe ich versucht, das komplette Furnier mit einem Schnitt durchzuschneiden. Hätte ich damals schon das Cuttermesser getauscht mit einer scharfen Klinge, hätte es auch wirklich gut funktioniert. So habe ich halt immer wieder Stellen gehabt, an denen das Furnier nicht komplett durchgeschnitten war und dann hat sich das hier einfach so zerfleddert an der Trennstelle. So konnte ich den Streifen natürlich auch wieder nicht verwenden. Das Rätsels Lösung ist ganz einfach. Ihr braucht auf jeden Fall mal ein scharfes Cuttermesser. Ohne das geht schon mal nicht. Spitz. Und dann habe ich jetzt rausgefunden, das Beste ist, ihr schneidet das Ding auf einmal durch. So. Und lieber ein bisschen breiter wie zu schmal. Natürlich sollte man als erstes noch die Kanten, die ja vom Sägen noch sehr, sehr rau sind, erstmal ein bisschen brechen, bevor wir dann letzten Endes diese Kanten furnieren können. Und dazu reicht so ein Handschleifklotz mit so 120er Schleifpapier vollkommen aus. Da brauche ich dann keine Maschine dafür. Was ihr auch beachten solltet, ist, ich denke, viele von euch wissen das, so diese Birke Multiplex Platten, die gibt es in unterschiedlichen Qualitätsstufen. Das ist jetzt BB, CP oder CW, glaube ich. Und zwar ist die eine Seite, die BB-Seite, ist halt wirklich sehr, sehr sauber. Da sind auch eigentlich keine Äste drin und so weiter.
Und auf der Unterseite, da sieht man hier schon, da sind immer solche Äste und Ausgebesserungen drin etc. pp. Und jetzt sollte man halt einfach gucken, dass die Seite auf jeden Fall die Unterseite wird, weil da sieht halt wirklich viel schöner aus, wenn da die Autos draufstehen. Heißt also, die Unterseite wäre dann quasi die Seite, wo unsere Dreiecksleisten drankommen, und dann fällt es auch schon gar nicht mehr so arg auf. Bevor ich jetzt die Dreiecksleisten hier vorne dran klebe, mache ich als erstes diese Furnierstreifen hier vorne dran. Und die müssen jetzt halt einfach hier so draufgeklebt werden, dass sie hier oben ein bisschen überstehen und der Rest steht dann hier nach unten über. Und damit die richtig fest werden, müssen die ja quasi gepresst werden. Also die sollten hier komplett Gegendruck kriegen. Jetzt habe ich mir lang hin und her überlegt, wie mache ich diesen dappigen Gegendruck. Und jetzt bin ich auf die Idee gekommen, mal sehen, ob es klappt, ich weiß es noch nicht. Und zwar gehe ich hier einfach her und nehme 2 Leisten, mache zweimal so einen Furnierstreifen hier quasi rein und leime die und presse dann quasi beide Streifen so gegeneinander. Und dann sollten die eigentlich hier, wenn ich dann überall hier quasi Spanzwingen hinmache, dann ja, sollten die eigentlich heben. Lange Rede, wenig Sinn. Ich zeige es euch einfach jetzt mal. Als erstes muss natürlich mal die Stirnseite vollflächig und satt mit Weißleim eingestrichen werden. Also Holzleim besser gesagt. Dabei sollte man halt gucken, dass nichts links und rechts runterläuft und dennoch die komplette Oberfläche satt mit Weißleim bestrichen ist. Und ja, das Ganze sollte man halt auch so schnell machen, damit der Leim vorne noch nicht abgebunden hat, bis man hinten fertig ist. Und da ich das ja jetzt noch auf 2 Leisten habe machen müssen, ja, war das dann schon ein bisschen eine kleine Herausforderung. Ich mache das jetzt anders da. Ich gehe nämlich her und trage das Ganze hier mit so einer Flasche auf. Dann trage ich nämlich hier einfach so eine Wulst auf und verteile die anschließend, streiche ich die einfach noch mit Pinsel. Das geht wesentlich zügiger und das solltet ihr vermeiden. Jetzt mussten natürlich irgendwie diese Furnierstreifen da oben drauf gelegt werden. Da muss ich schon zugeben, das war gar nicht so einfach. Hatte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen einfacher vorgestellt. Mann, hey! Verdammt noch einmal, hey! Wie ihr unschwer erkennen könnt, war das wirklich eine sehr wackelige und ja, also sehr aufwendige Arbeit. Nachdem jetzt endlich nach gefühlten Stunden die beiden Furnierstreifen auf den Stirnkanten waren, habe ich die jetzt aufeinander gelegt und naja, das Wackelige, das ging gerade so weiter. Ihr könnt es unschwer erkennen, das war eine reine Wackelpartie. Das Ansetzen der Zwingen habe ich euch jetzt gar nicht erst gezeigt, weil das ging genauso katastrophal weiter. Jetzt muss natürlich hier oben noch der ganze Leim weg, weil der sieht dann später furchtbar aus. Dazu habe ich jetzt einfach einen Pinsel in Wasser getaucht und habe mit viel Wasser einfach den Leim hier oben gleich weggestrichen. Das finde ich die einfachste Methode, um solche Leimreste rückstandsfrei zu entfernen. So, jetzt also mal noch ein kurzes Update. Also ich muss ehrlich zugeben, das mit dem Aneinanderklemmen hier, ich glaube nicht, dass das so richtig zielführend ist. Also ich hoffe, dass ich die 2 Dinger verwenden kann. Wenn nicht, muss ich sie nochmal machen. Ja, ist halt so blöd gelaufen, aber dafür sind Versuche ja da. Ne? Das Ende vom Lied ist, hier sieht man dann die Variante, die wesentlich besser ist. Man nimmt also eine ziemlich starke Platte oder einen Tisch, der gerade ist. Und dann habe ich das Teil einfach hier hochkant, habe quasi auch wieder die Kante eingestrichen, habe das dann hier verkehrt rum auf den Tisch gestellt und mit lauter Schraubzwingen hier an den Tisch befestigt. Der Vorteil von der Variante ist auch noch, ich kann hier zeitgleich
auch noch die, ja, wie soll ich sagen, diese diese Dreikantleiste gleich mit reinbauen. Von daher fand ich die Variante jetzt wesentlich besser und angenehmer. Da diese Variante wirklich so genial ist, möchte ich euch die nochmal komplett zeigen. Wenn ihr euch wundert, was das für ein Rauschen im Hintergrund ist, ja, an dem Tag hat es echt ganz schön geregnet. Zum Glück hatte ich ein Dach über dem Kopf. Aber jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema. Als erstes legt man sich den Furnierstreifen auf die Platte. Danach wird die Stirnseite wieder mit Weißleim, also Holzleim, eingestrichen. Ich habe das wieder mit der Flasche gemacht, da ich finde, dass das am schnellsten geht. Und anschließend habe ich dann diese Weißleimraupe mit dem Pinsel einfach vollflächig verstrichen. Jetzt nimmt man die eingestrichene Leiste und legt diese verkehrt rum auf den Furnierstreifen. Ich fand echt, dass das wirklich einfach und super funktioniert. Also wesentlich einfacher zumindest als vorher. Und jetzt nimmt man einfach noch ein paar Spannzwingen und klemmt diese Leiste an der Platte oder am Tisch fest. Wichtig ist halt, die Platte oder der Tisch sollte eben sein. Mit dem Festzwingen kann man dann immer noch ein bisschen das Furnier zurechtschieben. Für euch das Ganze jetzt im Zeitraffer. Der besondere Clou bei dieser Variante ist, dass man jetzt gleich, während noch dieses Furnier trocknet, gleich diese Dreikantleiste mit einbauen kann. Zunächst müssen natürlich wieder beide Kanten vollflächig mit Weißleim eingestrichen werden. Und jetzt kann man diese Leiste einfach zwischen den Schraubzwingen erstmal durchschieben. Natürlich mit der Seite, die nicht mit Weißleim eingestrichen ist. Versteht sich ja natürlich. Anschließend braucht man diese Leiste nur noch zu nehmen und die dann einfach hier drauflegen und ein bisschen andrücken und dann mit solchen Klemmzwingen festklemmen. Und schon ist auch diese Leiste eingebaut. Für euch natürlich mal wieder im Zeitraffer. Aber wie ihr schon sehen könnt, da werden dann einige Zwingen gebraucht. Das Ganze muss natürlich jetzt ein Weilchen trocknen, aber ich finde die Version wesentlich einfacher. Auch hier ist es natürlich wieder sehr wichtig, damit wir die überstehenden Leimreste gleich entfernen, bevor der Leim abgebunden hat. Wie das geht, habe ich ja weiter vorne im Video schon erklärt. Vielleicht hier jetzt nochmal ein Tipp, wenn ihr dann diese Kanten hier beischleifen tut, ist es wichtig, dass ihr immer von außen nach innen so schleifen tut, damit eben dieses Furnier quasi hier über die Kante weggedrückt wird. Ja, wenn ich nämlich jetzt so mache, könnte es passieren, dass das dann nach hier hinten gezogen wird und dann kann es passieren, dass es hier wieder, sag ich mal, von dem verleimten Stelle einfach wegreißt. Weil dieses Furnier hat ja Fasern und ja, die reißen halt dann willkürlich auf, wenn ich so wegziehe. Deshalb wichtig, wenn ihr das hier quasi beischleift, solange bis ihr unten seid, immer von außen nach innen arbeiten, damit eben das Furnier über diese Kante hier abgebrochen wird. Beziehungsweise, ja, und wenn ich dann alles abgebrochen habe, dann gehe ich quasi noch einmal so hier oben drüber in der Länge nach. Und gucke auch, dass ich vielleicht so manche Randstellen vom Sägen, dass ich die auch noch rauskriege. Und voila! Kann man dann gerade noch mal mit einem feineren Schmirgelpapier drüber gehen und einfach mal noch mal ein bisschen so das Ganze noch mal glätten.
Und genauso mache ich das jetzt auch auf der anderen Seite. Das gleiche gilt natürlich auch für diese Kanten hier. Da gilt natürlich genau das gleiche. Auch die soll immer von außen nach innen. So. Und wenn das hier so elendig lang übersteht wie jetzt hier, kann man das schon vorher erstmal mit der Schere abschneiden. Das geht im Übrigen auch bei allen anderen Kanten. Auch wichtig, worauf ihr immer gucken solltet, bevor ihr die Dinger zusammenbaut, ist, dass hier unsere Führungsschluten oder Führungsschlitze für unsere Glasscheiben, Plexiglasscheiben, dass die hier sauber laufen. Also wenn hier meine Scheibe drin steht, dass ich die hier sauber durchschieben kann. Man sieht hier schon, sage ich mal, hier vorne, da läuft es relativ gut. Aber nach hier hinten, da bleibt es dann doch schon ein bisschen mehr hängen. Genauso hier vorne, ja, da rutscht es auch nicht wirklich so gut. Die stottert da mehr. Heißt also, die Schlitze, die sind noch ein bisschen zu eng. Jetzt könnte ich natürlich das Ganze wieder auf die Säge drauflegen, könnte die nochmal nachsägen. Will ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht, weil ich dann Gefahr laufe, dass ich mir vielleicht hier doch noch ein bisschen mehr ausreiße. Deshalb nehme ich da jetzt so ein 4 mm starkes Sperrholzbrett und biege mir hier einfach so 80er Korn Schleifpapier drum und gehe jetzt hier diese Lut einfach nochmal durch. Und tue sozusagen die ganze Lut hier nochmal nachflecken. Auch hier quasi, hier sieht man also, wie eng das hier drin läuft. Und da muss ich halt einfach jetzt ein paar Mal mit dem Schleifpapier hier durchgehen. Auch die Lut, wo später die Rückwand reinkommt, tue ich mal ein bisschen so nochmal nachbearbeiten mit dem Holzbrett. Anschließend habe ich nochmal mit dieser Schleifklotzecke die beiden oberen Kanten von den Nuten, also von allen Nuten, die oberen Kanten nochmal etwas gebrochen. Übrigens, wie ihr vielleicht erkennen könnt, habe ich auch sämtliche vorderen Kanten von den Korpusbauteilen auch mit diesem Birkenfurnier, wie sagt man da eigentlich, furniert? Ja, den finalen Schliff vom Lasieren habe ich natürlich dann mit der Maschine gemacht. Hier ist jetzt ein Schwingschleifer, man kann aber genauso gut einen Exzenterschleifer oder irgendwas anderes benutzen. Das, was ihr halt einfach habt. Ist aber halt, sage ich mal, mit einer Maschine geht es dann halt doch wesentlich einfacher und wesentlich besser. Es gibt halt einfach eine bessere Oberfläche. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass eure Maschine abgesaugt wird, ja? Weil der Schleifstaub, der ist wirklich nicht gerade gesundheitsförderlich und da würde ich euch wirklich bitten, achtet drauf. Entweder habt ihr eine Maschine, die von sich aus absaugt oder hängt einfach bitte einen Staubsauger hinten dran. So, hier jetzt mal das Ergebnis. Alle Außenteile, also sowie die Einlegeböden, wie auch die ganzen Rahmen außen, sind jetzt furniert. Ich muss sagen, das hat wirklich wahnsinnig lange gedauert. Gut, für mich sind es jetzt auch 2 Vitrinen, einmal eine 1,60 Meter lange, einmal eine 2,10 Meter lange. Ja, das ist halt dann schon, bei zweimal ist das natürlich dann klein auch wesentlich mehr Aufwand. Aber alles in allem muss ich sagen, wenn ich mir das so für eine Vitrine angucke, dann hat das locker mal 2 bis 3 Tage für eine Vitrine gedauert. War dann doch wesentlich länger, wie ich eigentlich ursprünglich geplant hatte. Aber wenn man sich einfach halt mal das Ergebnis ansieht hier, muss man sagen, das hat sich dann doch schon gelohnt. Gerade wenn man jetzt mal hier den Vergleich nebendran legt und einfach mal sagt, so wird es normal aussehen und so sieht es jetzt aus. Dann muss ich einfach sagen, ja, auch wenn das jetzt 2, 3 Tage gedauert hat, hat sich die Arbeit einfach wirklich wahnsinnig gelohnt. So, bevor wir jetzt aber ans Zusammenbauen gehen können, müssen wir erst noch ein bisschen was an der Rückwand machen. Das zeige ich euch jetzt. Zuallererst wird in die Rückwand überall dort, wo später ein
Zwischenboden rein soll, eine 2 mm tiefe Nut reingefräst. Die Höhe oder die Breite der Nut richtet sich natürlich immer nach dem Holz, das ihr für eure Einlegeböden habt. Bei mir war das ja 9 mm und naja, da ich halt nur einen 8 mm Fräser hatte, musste ich halt das Ganze auch noch zweimal machen. Aber diese Nuten haben einfach dann den Vorteil, dass wir später, wenn wir die Vitrine zusammenbauen, unsere Zwischenböden einbauen können und uns gar nicht mehr darum Gedanken machen müssen, ob der Boden wirklich komplett gerade ist, weil durch die Nut hat er automatisch die Position und auch die Ebene, dass der Boden komplett eben ist auch schon gegeben, alles durch die Nut. Von daher muss ich einfach sagen, es ist zwar ein Riesenaufwand, aber er lohnt sich wahnsinnig. Das werdet ihr dann später noch sehen, wenn wir die Vitrine zusammenbauen. Selbstverständlich müssen anschließend auch diese Kanten wieder gebrochen werden. Last but not least muss natürlich auch wieder diese Oberfläche mit dem Schwingschleifer oder vergleichbarem geschliffen werden. Und jetzt haben wir endlich alle Teile zusammen, damit wir die Vitrine mal testweise zusammenstecken können. Weil bevor ich dann die endgültig zusammenbaue, werde ich die Oberfläche erst noch ein bisschen behandeln, damit die ein bisschen widerstandsfähiger wird, damit man das auch mal mit Feuchtwasser abwischen kann und so weiter. Ne? Aber um erstmal zu sehen, ob es jetzt auch wirklich alles passt, werden wir das Teil jetzt erstmal zusammenstecken. Und genau das zeige ich dir erst in der nächsten Folge. Wie immer hoffe ich, dass auch dir dieses Video wieder gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, gib mir gerne wieder den Daumen nach oben. Und wenn du halt sicher gehen willst, dass du kein Video von mir oder auch über den Bau dieser Vitrine verpassen möchtest, dann abonniere ganz schnell hier unten rechts meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Denn dann bekommst du immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Björn.